Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen ein Klo. Heute gibt es mal Pizza aus dem Omnia Backofen. Pizza geht ja immer. Aber ich möchte euch einmal eine Variation mit Fertigteig zeigen und einmal eine Variation mit frischem Hefeteig. Den habe ich jetzt auch schon vorbereitet, damit wir gleich nicht so lange warten müssen und ihr halt nicht unbedingt euch das ansehen müsst, wie der Teig geknetet wird, weil die Rezepte verlinke ich euch noch. Aber es ist halt immer wieder lecker, aus dem Omnia Backofen eine Pizza zu essen. Und da, wie gesagt, 2 verschiedene Varianten. Ihr könnt jede Variante trotzdem mit Fertigteig machen und jede Variante mit frischem Pizzateig. Aber bevor wir den Pizzateig belegen oder anfangen, werden wir die Tomatensauce machen. Für die Tomatensauce werden wir etwas Olivenöl erhitzen und darin kurz die Zwiebeln anbraten, den gehackten Knoblauch hinzugeben und das Ganze danach mit den passierten Tomaten ablöschen. In der Zwischenzeit, wenn das ein bisschen köchelt, werden wir die Kräuter wie Oregano und Basilikum ein wenig hacken, zu der Tomatensauce geben und alles mit Pfeffer und Salz abschmecken. Und dann werden wir uns daran begeben, die Pizza zu füllen. So, die Tomatensauce ist jetzt soweit fertig. Wenn euch die zu säuerlich ist, macht ein bisschen Zucker dran oder anderen Süßstoffersatz, den ihr gerade möchtet. Wenn euch das auch zu viel ist, ihr könnt das in so kleinen Gläsern einfach einfüllen und einkochen, sowas hier. Das mache ich auch ganz häufig, denn oft ist das ja mehr als für eine Pizza. Da ich ja jetzt 2 Pizzen mache, wird mir das ausreichen. Aber ansonsten koche ich das auch immer gerne ein in so Gläschen und nehme das mit. Dann habe ich immer noch mal für nächste Mal was. Denn selbstgemachte Tomatensauce schmeckt super lecker. Ja, jetzt fangen wir mal an mit der ersten Pizza-Variation. Da nehme ich fertigen Pizzateig und mache daraus eine sogenannte Rollpizza. Bei der Füllung seid ihr natürlich völlig offen. Die könnt ihr füllen, wie ihr lustig seid, so wie ihr es halt auch zu Hause macht, wenn ihr Pizza im Backofen macht. Da füllt ihr das ja auch nach eurem Geschmack. Ich habe mich jetzt hier für ein bisschen Thunfisch, Schinken und Salami entschieden und natürlich Käse. So. Ja, ich werde jetzt erstmal die Pizza hier ein bisschen ausrollen. Diesen fertigen Pizzateig gibt es ja übrigens mittlerweile in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt die lange Variation gewählt und werde den jetzt auch so füllen und dann der kurzen Seite hin aufrollen, damit das halt besser gleich in den Omnia passt und ich den Omnia weitestgehend ausfülle. Wenn ihr die kleinen bekommt, dann holt euch am besten 2. Dann manchmal passen wirklich 2 rein, wenn ihr die so ein bisschen zusammenschiebt und das ist dann halt besser, dass alle satt werden. Pizza geht ja immer. Und Pizza ist immer lecker und von Pizza wollen immer ganz viele Leute ganz viel haben. Deswegen holt ruhig 2. Ja, ich werde jetzt ein bisschen Tomatensauce drauf pinseln, die ein bisschen belegen und dann einrollen. Und dann geht das Teil in den Omnia Backofen. So, ihr seid natürlich völlig frei, ob ihr mehr Tomatensauce nehmt, weniger Tomatensauce nehmt und mehr Thunfisch nehmt und ähnliches. Bei der Rolle hatte ich jetzt 2 Dosen Thunfisch, nur dass ihr vielleicht die Menge abschätzen könnt. Bei Thunfisch ist es ja nicht so einfach. Schinken hat man oft mehr und Salami auch, aber da seid ihr halt frei. Es ist auch egal, ob ihr es jetzt in der beschichteten Backform macht oder in der nicht beschichteten. Wenn ihr die nicht beschichtete nehmt, dann bitte gut einfetten. Ich benutze auch keine Silikonform, weil ich finde, dass der Pizzateig dann knuspriger wird. Ihr könnt natürlich ohne weitere Silikonform verwenden, wenn ihr das möchtet. Ich mache es nicht, weil ich möchte halt einen etwas knusprigeren Pizzateig haben und deswegen mache ich das ohne. Ich mache das jetzt auch in der anti-haft beschichteten. Weil es einfacher ist, weil die brauche ich nicht einfetten. Wenn ihr aber keine beschichtete habt, dann bitte einfetten. Ich empfehle euch auch das Backtrennmittel dafür, da verlinke ich euch mal das Video, das könnt ihr super einfach selber machen. Und das ist auch super ideal, wenn ihr zum Beispiel Brot macht oder wie jetzt eine Pizza im unbeschichteten Omnia. Ja, und dann zeige ich euch jetzt noch mal einen kleinen Trick, denn ich mache jetzt hier ein bisschen den Teig hoch. Ich zeige euch auch gleich warum. Und jetzt lege ich den schon mal in
die Backform rein. Das ist ein bisschen tricky, weil das ist ja nun mal so eine Wurst. Das müsst ihr vielleicht gleich noch mal ein bisschen nachformen, wenn er drin ist. Aber ich habe schon mal grob die Form gemacht. Ach, falsch. Den. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat die Bianca denn hier für einen Käse gemacht? Warum matscht die da so rum? Ist kein Käse, ist für den Käse. Denn das ist jetzt so eine Art Kanal, sag ich mal, wo ihr jetzt den Käse reinlegt. Und dann rutscht der auch nicht runter, sondern ihr habt echt eine richtig tolle Käseschicht. Und bei der Pizza, die ihr ja von der Pizzeria kauft, habt ihr ja auch immer so einen Rand drum. Und das ist natürlich auch den Grund, dass der Käse da schön drin bleibt. Und das mache ich nämlich jetzt auch so und lege den Käse jetzt in diese Rille. Das Ganze geht dann jetzt auf den Gasherd. Das werden wir jetzt erstmal für 25 Minuten ungefähr backen. Mal gucken, wie lange die Pizza braucht. Ihr könnt natürlich mehr Käse draufnehmen oder gar keinen Käse, wie ihr möchtet. Aber ich finde, wenn man da Käse drauf macht, dann bleibt diese ganze Pizza noch mal viel saftiger. Weil es ist ja dann so, wenn ihr da gar keinen Käse drauf habt, dann habt ihr ja so eine Rolle. Ihr kennt ja bestimmt diese Salami, die in so einem Brotteig drin ist. Ne? Und ich finde, die ist da so ähnlich, weil dieser ganze Brotteig da drum, der ist total trocken. Und so würde auch die Pizza werden, deswegen mache ich da immer noch gerne Käse drauf. Bleibt euch überlassen, wie gesagt. Das Ganze geht jetzt erstmal auf den Gaskocher für ungefähr 25 Minuten. Die genaue Zeit sage ich euch natürlich gleich nochmal bei der Rollpizza. Und dann machen wir uns schon mal an die andere Pizza. So, jetzt geht es zum frischen Teig. Da machen wir eine sogenannte Pizza Calzone. Pizza Calzone ist ja die innen drin gefüllt ist und eigentlich zugeklappt wird. Die machen wir dann jetzt auch im Omnia-Backofen, das heißt eine andere Variation. Da ist es natürlich das Gleiche, entweder in den beschichteten oder im unbeschichteten. Den unbeschichteten bitte gut einfetten und den beschichteten braucht ihr nicht einfetten. Ich nehme die Luxusvariante, brauche nicht einfetten, sondern nehme den anti-haft-beschichteten dafür. Geht aber in beiden genauso gut. Der Unterschied ist wirklich, dass ihr den echt kräftig einfetten müsst, damit ihr nachher auch die Pizza gut rauskriegt. Und hier flutscht natürlich alles raus. Aber es geht genauso gut. So, den Teig werden wir jetzt ausrollen. Jetzt fragen sich bestimmt von euch einige, wie rolle ich denn jetzt den Teig aus? Habt ihr kein Nudelholz dabei? Ich auch nicht. Also ich habe ja vieles dabei, aber ich habe kein schweres, dickes Nudelholz dabei. Aber jeder von euch hat irgendeine Art von Flasche dabei. Und das ist jetzt eine Walnussölflasche, aber ich habe im Wohnmobil auch Ölflaschen. Und ihr habt bestimmt auch Weinflaschen und Bierflaschen, Wasserflaschen, am besten die ohne Nöppel. Also die sollten einen glatten Rand haben. Und die könnt ihr wunderbar als Nudelholz verwenden. Also von daher ein Lob auf die Flaschen. Und jetzt werden wir den ganzen Teig einmal kurz ausrollen. Ich glaube, das ist gut. Okay. So. Mir reicht jetzt die Dicke. Ich bin hier voller Mehl vom ewigen Rauf- und Runterziehen hier. Okay, ich habe Pizza gebacken. Okay, Gott sei Dank habe ich eine Waschmaschine. Okay, den Teig werde ich jetzt nämlich einmal locker hier drauflegen, damit ich den erstmal ein bisschen runterdrücken kann und damit die Löcher ausschneiden vom Teig. Ich werde den Teig da entfernen. Da bitte kein Messer nehmen, sondern vielleicht irgendwas aus Kunststoff. Vielleicht sowas, wo ihr nachher den Teig hier so ein bisschen abschaben könnt. Ruhig ein bisschen länger lassen, weil wir bräuchten nachher noch ein bisschen Teigrand, um nachher einen Deckel zu verbinden. Deswegen auch den restlichen Teig, den ihr gleich habt, nicht wegtun. Den braucht ihr gleich noch, nachdem die Pizza gefüllt ist. Also ich werde jetzt die Backform damit auskleiden mit dem Teig und werde diese dann füllen. Erst die Tomatensauce und dann die anderen Zutaten. Ich habe die gleichen Zutaten genommen wie bei der Rollpizza. Jetzt nicht deswegen, weil wir keine anderen Ideen haben, sondern weil ich dann den Vergleich habe, wie ist denn die Rollpizza mit der gleichen Füllung und wie ist jetzt die Pizza Calzone aus dem Omnia. Und das kann man dann als besten machen, wenn man auch die gleichen Zutaten verwendet. So, von daher geht es jetzt erstmal daran, die Backform auszukleiden.
So, den restlichen Teig werden wir noch mal kurz zu einer Kugelform und dann noch mal ausrollen und als Deckel über die Pizza Calzone geben. Und dann bräuchtet ihr noch eine Gabel, um gleich die Nähte zu verschließen. Könnt ihr euch schon mal holen. So. So, das Ganze, habt ihr jetzt gesehen, wird schön versiegelt mit einer Gabel. Und den Kanal können wir jetzt, müssen wir nicht, aber ich mache es mit Käse füllen. Die Pizza Calzone geht jetzt auch mal eben auf die Gasflamme, auch für 25 Minuten erstmal auf mittlerer Gasflamme. Bitte drückt vorher noch mal den Teig ein bisschen runter am Kamin und auch am Rand. Gerade am Kamin, weil da ja die Hitze hochkommt, und am Rand ein bisschen, damit ihr auch den Deckel drauf bekommt. Und jetzt gönnen wir der Pizza 25 Minuten auf mittlerer Flamme. Die genaue Zeit sage ich euch gleich noch einmal. Pizza ist fertig. Wenn ihr euch manchmal fragt, warum Käse manchmal nicht dunkel wird, braun wird, kross wird, ist im Omnia-Backofen echt schwierig. Ich habe jetzt hier ein bisschen Parmesan unter dem Käse gemischt, das heißt Hartkäse. Und Hartkäse bräunt nämlich etwas. Deswegen ist das da auch ein bisschen braun drauf. Ist immer unterschiedlich, wie braun das wird. Wenn ihr die Pizza jetzt herausnehmen wollt, dann müsst ihr die natürlich stürzen, damit der Käse wieder oben liegt. Ich empfehle euch dafür, einmal ein bisschen die Pizza abkühlen zu lassen, sodass der Käse etwas anhärten kann. Der ist immer noch heiß, der ist auch immer noch weich, aber der ist jetzt nicht mehr so flüssig. Und deswegen holen wir den jetzt einfach mal raus. So. Dann müsst ihr einfach ruckzuck machen. Ah, ist die noch heiß? Müsst ihr ruckzuck machen. Dann klappt das nämlich auch mit dem Käse und dem Stürzen. Das gleiche machen wir hier jetzt auch. Hier ist der Käse nämlich auch schon etwas härter, sodass der nicht mehr festkleben kann. Der ist zwar noch heiß, aber nicht mehr flüssig. Natürlich darf auf jeder Pizza kein Oregano fehlen, also machen wir das jetzt auch. Und fertig ist unsere Pizza. Die schneiden wir jetzt aber erst noch an. Jawohl. Wundert euch jetzt nicht, wenn meine Pizza hier ein bisschen dunkel geworden ist. Auch mir passieren solche Patzer. Und zwar habe ich die Flamme nicht runtergedreht. Ich habe nämlich die Flamme 3 Minuten voll gelassen und dann passiert nämlich sowas. Und diese Pizza habe ich sofort auf kleiner Flamme gemacht. Auf mittlerer Flamme gemacht, so. Aber dann passiert sowas, wenn ihr volle Flamme nehmt. Bei Teigwaren sollte man keine volle Flamme benutzen. Aber auch mir passiert sowas. Ja, von daher ist die dort ein bisschen dunkel geworden, aber sonst ist die echt schön geworden. Nur am Kamin. Aber ist egal. Ja, von daher hoffe ich, dass ihr jetzt nächstes Mal Pizza macht. Ihr könnt gerne die Bilder auch bei uns in der Facebook-Gruppe posten, da freue ich mich drüber. Oder verlinkt uns doch auf Instagram, wenn ihr dort Bilder hochlädt, weil dann verlinken wir euch auch in unsere Story. Und dann können wir echt zeigen, was die Leute so alles bewerkstelligen mit dem Omnia-Backofen. Und da bin ich immer ganz stolz drauf, wenn ihr das macht. Ja, ich freue mich auch über eure Kommentare, wie ihr Pizza macht im Omnia-Backofen. Ja, und jetzt sage ich, wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Deswegen abonniert uns.
Und guckt euch doch mal unsere nächsten Videos an, denn da haben wir schon ganz viel gemacht und immer wieder tolle Sachen zum Nachmachen, einfache Sachen. Und ja, dann habe ich jetzt Feierabend. Bis dann!